Und dann gibt es noch die Wave, das ist ganz was Interessantes, finde ich, das hat mich am meisten fasziniert. Sehen wir schon eine Zeichnung, recht komplex. Eine Falte, palpatorisch, nicht zu verwechseln mit der Faltdistorsion. Ja? Spannungsgefühl, Tightness wird beschrieben, kaum palpabel, sagt er. Und jedes Triggerband kann eine Welle erzeugen oder haben. Ja? Und hier spielen die Adhäsionen eine enorme Rolle, die seitlich an dem Band ziehen, sodass es wellig wird. Ja? Und diese stehen alle irgendwie miteinander in Interaktion. Also ein extrem komplexes Modell eigentlich in diesen Anfängen. Überall besonders Gelenk. Je näher es zu den Gelenken kommt, umso mehr Wave, meint der Typaldos in diesem Artikel. Ja? Wir sehen diese 6 Subtypen und mich fasziniert das immer wieder, Behandlung bei allen gleich, Triggerbandtechnik. Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Die ist heute ist sie 96 geworden und die hat 1950 für die Augenheilkundeprüfung 15 verschiedene Formen der Konjunktivitis, der Bindehautentzündung des Auges unterscheiden müssen. Rotes Auge, wer es nicht kennt. Ja? Und all diese 15 verschiedene mit langen lateinischen Namen wurden 1950 mit Silbernitrattropfen behandelt. Ja, trotzdem musste meine Mutter das unterscheiden können, weil es eben heute 30 verschiedene Tropfen gibt für diese 15 Diagnosen. Ja. Hier sehen wir es eher umgekehrt. Also es hat sich das Triggerband vereinfacht, also als ob es nur mehr eine Konjunktivitis gäbe. Ja. Und damals gab es aber nur eine Technik für all diese. Und jetzt habe ich etwas, was ich halt immer so mache, eine quantitative Textanalyse gemacht. Ja. Also ich habe mir angeschaut, wie viel Prozent von diesem Text widmet der Typaldos den 6 Subtypen des Triggerbandes. Und in diesem ersten Artikel sind es nahezu 25%. 23%, damit Worte gezählt, sind über diese Subtypen. In seiner Publikation im selben Sommer, wo es nur über Triggerbandtechnik geht, sind schon nur mehr 2,5% Textanteil. In seinem ersten Buch Orthopathic Medicine 0,7%. In seinem zweiten Buch Orthopathic Medicine 1997 sind es nur mehr 0,6%. In seinem dritten Buch Orthopathic Medicine 1999, hier in der deutschen Ausgabe, ja, sind es nur mehr 0,5%. Und in seiner letzten Publikation 2002 FDM, the Clinical Application of the Fascial Distortion Model, sind wir bei 0,3% gelandet. Das heißt, wenn wir hier sagen 0,25 und hier 25 und hier 0,25 als Annäherung, haben wir den Anteil der Triggerband-Subtypen auf ein Hundertstel reduziert. Ich finde das doch erstaunlich in wenigen Jahren. In 8 Jahren war das geschrumpft auf 1% von der ganzen Lehre. Ich bin etwa hier dazu gestoßen. Ja. 97 bin ich dazu gestoßen, bei 0,7%. Ja. Mir kommt das Ganze irgendwie so vor, ich weiß nicht, ob Mütter oder Väter hier im Publikum sind. Schaut einmal, wie viele Fotos ihr von eurem ersten Kind habt und wie viele Fotos von den weiteren. Ja, und genauso ist es hier, glaube ich. Es ist genau dasselbe. Also, das heißt, wir sehen hier das große aufgeklappte Fotoalbum des Erstgeborenen, des Triggerband. Und kaum sind die anderen nachgekommen, hat man diese Fotos weggeräumt und hat von allen ungefähr gleich viel Fotos aufgehoben. Und daher, wenn ich heute schaue, wie viel Text wird den einzelnen Fasziendistorsionen in diesen Publikationen gewidmet, ist das relativ gleich. Das ist immer ungefähr gleich. Also, die Kontinuumdistorsion braucht immer ein bisschen mehr, weil sie ein bisschen mehr verwirrt am Anfang, ja? Aber im Großen und Ganzen ist es gleich viel. Ich habe das sehr spannend gefunden, diese Gewichtung hier. Im historischen Rückblick sehen wir also, dass das am Anfang ein sehr komplexes Modell war. Ja? Also wenn ihr euch diese Bilder anschaut, das muss man bei wem erklären, da muss ich ganz schön lang erklären, wovon ich da rede. Ja? Und das ist die Wave zum Beispiel. Also ich finde das extrem komplex. Das sind ein dreidimensionales Arrangement. Hier ist der Riss, hier ist ein Twist, würde ich meinen. Es gibt Interaktionen zwischen all diesen Bändern. Dadurch entsteht hier diese Wave, weil das hier
seitlich anzieht. Also da braucht man schon ein sehr gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Und man muss einmal vorstellen, jetzt in meinem Patienten mir so etwas vorzustellen, da wäre ich schon ein bisschen unsicher bei der Behandlung, ob ich es richtig mache. Ja? Also ohne wie nennt man das, ohne Navigationsgerät. Ja? Hier sehen wir zum Beispiel aus seiner Arbeit aus seiner ersten Arbeit zum Triggerband einen Behandlungsansatz, wo er praktisch das Triggerband über eine Adhäsion, würde ich meinen, in ein anderes Triggerband hinüberschiebt, um es dann zu beseitigen. Also das ist schon ganz pfiffig, bin ich nie drauf gekommen, das Triggerband in ein anderes Triggerband hinüberzuschieben, ja, um es auf Dauer beseitigen zu können. Ja. Und hier sehen wir also Behandlungsanweisungen in diesem Sommer 1994 Artikel, Triggerband-Technik, die ich doch recht komplex finde. Ja. Und so hat sich für mich dargestellt in diesem historischen Rückblick, dass die Komplexität des Triggerbandsmodells seit 1991 dramatisch abgenommen hat. Es ist total simpel geworden im Vergleich, ja, und hat total an Buntheit, an Vielseitigkeit verloren. Möglicherweise hat das zur Verbreitung des Triggerbandes geführt. Ich glaube, auf dem anderen wäre er sitzen geblieben. Das hat er gemerkt und hat den Anteil immer weiter nach hinten verschoben, bis es nur mit dem Inhaltsverzeichnis am Schluss vorgekommen ist, weil er gesehen hat, dass die Leute kopfschüttelnd aus seinen Vorlesungen rausgegangen sind, weil sie sich das alles nicht vorstellen konnten. Ja? Und das könnte die Motivation gewesen sein, das Triggerband in seiner Transport, in seiner Erscheinung nach außen, in seinem Außenbild so zu vereinfachen. Ja? Möglicher Nachteil, dass wir, die mit dem einfacheren Konzept sozialisiert wurden, recht viele Misserfolge haben, weil wir die Komplexität dieser Faszinisation nicht berücksichtigen. In meiner täglichen Praxis, das Triggerband ist eher so die Cash-Cow, oder ich weiß nicht, wie der Lukas gesagt hat, man könnte nur vom Triggerband leben. Es ist meistens sehr erfolgreich, bei manchen dauert es halt länger und ist schwieriger, aber es ist sozusagen, es ist der Maulesel des FDM. Ja? Und alle jungen Hospitanten, die zu mir kommen, die suchen dauernd mit dem Fernglas nach der Falldistorsion, weil das ist das Letzte, wo sie irgendwie brillieren können durch Vektorenrechnung oder sowas. Und wo es irgendwie kompliziert ist und wo wir dem Patienten erklären, was wir jetzt machen würden, weil keiner gibt in der Körpersprache die Traktion an. Ja? Und man hat so eine letzte Bastion des Schlauerseins. Ja? Bei allem anderen ist man ja nur Knecht, ja? Und drückt dort, wo sie schlecht drücken können. Und ich glaube, dass das Triggerband einfach viel zu wenig komplex gesehen wird heute. Ja? Und das war mir nicht so bewusst, bevor ich den Auftrag zu diesem Vortrag bekommen habe. Darum danke ich nochmal für den Auftrag. Wir kommen von einem klinischen Modell. Zunächst war das Triggerband immer nur ein klinisches Modell. Ja? Ein patientenbezogenes, Heilungsauftrag bezogenes Modell. Und es musste zwangsläufig umgebaut werden in ein didaktisches Modell. Und hier sehen wir sehr schön, was dabei rauskommt. Ja? Also das muss mal wem erklären. Ja? Da kann ich eigentlich rausgehen und das Bild lassen und die Leute erklären sich selbst. Ja? Also wir sehen den Wandel in wenigen Jahren von einem komplexen klinischen Modell zu einem sehr simplifizierten didaktischen Modell. So musst du machen, dann wird gut. Ja? Die Ausblick in die Zukunft, für mich jetzt, ich hoffe, ich überziehe nicht, können die ursprünglichen sehr vielseitigen Erscheinungsformen des Triggerbandes es erleichtern, diese in der Sektion oder Bildgebung darzustellen. Ich habe das Gefühl, es gibt eine breite Front, die das Bedürfnis haben, oder eine Front ist falsch aus, ist zu militärisch, eine große Gruppe von Menschen, die das Bedürfnis haben, das Triggerband durch irgendeine Form von Bildgebung darzustellen. Die einen vielleicht, das sind eher jetzt die westlich des Atlantik, die wollen irgendwelchen anderen Leuten irgendwas beweisen. Das scheint ihnen in der Natur zu liegen. Ja? Und die Kollegen aus den USA wollen immer ihre orthopädischen Kollegen überzeugen und sie besänftigen und sie kuscheln. Und wenn man da einen Ultraschall hat, dann wird alles gut. Ja? Dann stimmt es, dann gibt es das Triggerband wirklich. Ja? Das habe ich nie nachvollziehen können, halte ich für irrelevant. Aber zu sagen, möglicherweise
suchen wir hier nach etwas ganz anderem, als da drinnen ist. Ja? Also wir suchen immer nach dem Ziploc-Bag in der Faszie und finden den nicht, machen daraus eine gewisse Avantgarde und sagen, da ist nichts zu finden, das ist nur philosophisch und so. Aber letztendlich ist es ist, wie heißt das auf Deutsch, doomed to fail. Also es ist sozusagen vorprogrammiert, dass wir scheitern müssen, weil wir eigentlich solche Knoten und Erbsen und Wellen suchen müssten. Das Ziploc ist nur ein didaktisches Modell, gar kein klinisches. Die Leute haben kein Ziploc da drinnen. Das braucht man nur, wenn man es wem beibringen will. Zum Gesundmachen ist ganz anders. Ja? Und möglicherweise könnte das unsere Sicht des Triggerbandes völlig verändern und möglicherweise werden diese Subtypen auch für 12 verschiedene Behandlungsverfahren irgendwann einmal der Anlass sein. Also, dass wir viel individueller unsere Triggerbänder behandeln, also die unserer Patienten, als wir das bisher tun.